Kennst du das? Du möchtest ein Pflänzchen verschenken und hast keinen Übertopf? So geht es mir gerade. Ich möchte dieses kleine Pflänzchen aus meinem Kräuterbeet, die Speisechrysantheme, an eine liebe Freundin verschenken. Übertopf ist immer so eine Sache, aber kein Problem. Es gibt ja Upcycling und es gibt ja Verpackungen und deswegen habe ich aus einem Tetrapack, aus einem Milchkarton und einem Stück von einer HelloFresh-Tüte diesen kleinen, schnellen Übertopf gebastelt und mein Pflänzchen passt da genau rein. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ich habe ja jede Menge Bastelmaterial und da gibt es eigentlich nichts, was ich nicht habe, aber Übertöpfe ist sowas, was habe ich natürlich nicht. Ja, kein Bastelmaterial. Kein Problem. Stempelset habe ich, Stanzen hätte ich. Ja, und dann ein bisschen Upcycling. Und zwar habe ich einen Milchkarton. Und HelloFresh ist ja in aller Munde, manchmal auch in aller Magen. So eine Tüte. Und damit will ich jetzt diesen Übertopf zusammen gestalten. Jo, das geht auch schon los. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den gestalte, ob ich das ganz anders mache. Wir werden sehen. Also schau einfach zu und sei dabei und mach am besten mit. Jo, ich habe mir die Tüte schon mal angeguckt. Ich habe den Aufkleber, hast du ja eben gesehen, abgemacht. Jetzt könnte man das hier auftrennen. Das mache ich auch. Und es bleibt jede Menge Papier übrig hier unten. Je vorsichtiger ich das auftrenne, umso mehr Papier bleibt natürlich. Aber man hat ja mehrere solche Tüten meistens. So. Gut, das ist ja schon mal ein Riesenstück. Und manche Stellen, gerade hier oben so, das ist auch noch alles ziemlich fest. Ich falte das mal zur Hälfte. Und lege das erstmal beiseite. Und nehme mir den Milchkarton und mache daraus einen Übertopf, in dem ich, oben habe ich ja, siehst du, schon was abgeschnitten, damit ich es innen auswaschen kann, damit mir nicht so Milchgestinke auf den Arbeitstisch tropft. Könnte ja passieren. In der Höhe bleibe ich mal, denke ich, bei 9 cm und die zeichne ich mir jetzt hier an den Ecken so in etwa einmal an. Reihum. Und dann schneide ich da einfach drauf los. Upcycling ist ja aus gebrauchten Gegenständen was Neues machen, weiterverwenden. Und das tue ich hier und das muss natürlich nicht 100% exakt sein. Ich schneide hier mal so diese Ecken. Dann habe ich schon mal immer die gerade Markierung. Mache ich genau in meine Markierung hier. Reihum. Bin ich am Strich. Ja, dann gehe ich hier rein und schneide gerade rüber zur nächsten. Und so mache ich das reihum. Jo, und dann ist die Höhe auch einigermaßen gleichmäßig. Hier ist so ein kleiner Buckel, drehe ich mal um, schneide ich so nochmal nach. Jo. Ich würde mal sagen, fertig ist das. Nochmal messen. Aber das passt schon. Ein bisschen gerader schneiden. Super. Und dann nehme ich doppelseitiges Abreißklebeband, nehmen wir ja am liebsten, und klebe das hier oben einmal die ganze Seite lang. Ruhig schön weit oben. Abreißen. Und unten mache ich das genauso. Dabei wissen wir schon mal, ein Maß war 9 cm in der Höhe. Und der Karton ist in der Breite eine Seite 7 cm. Okay, 4 mal 7 ist 28, ein Stück zum Kleben, kommen wir bei 30 in etwa raus. In der Höhe 9. Hier habe ich das oben einfach zweimal umgeschlagen, möchte ich also auch, jeweils 2 cm. 9, dann hier unten brauchen wir mindestens 3,5, vielleicht ein bisschen mehr, also gehe ich auf 4, 9, 4 ist 13. Oben 2,5 oder 2. 5 cm dazu sind 18. Ja, selbst 20 cm in der Höhe wären auch okay. Und in der Breite also 30. Okay. Nehme ich meinen Papierschreiber. Nehmen wir schon mal so ein Stück hier komplett. Und in der Höhe habe ich ja gesagt 20 etwa.
Seite einmal durchreißen. Wir haben viele Übertöpfe. Hier oben falten. Wenn ich das schön flach lege, kann ich das doch bestimmt von meinem Papierschneider einmal hier oben eine gerade Kante anbringen. Machen wir mal so. Tatsache, das ist nicht zu fassen. Das passt. So, quer rüber. Machen wir erstmal die Höhe. Also eine gerade Kante haben wir. Und dann haben wir gesagt 20 cm an der Höhe. Ja, noch einen dazu oder 21. Schneiden passt. Ja, das wird. Und in der Breite war ich bei 30 etwa. So, jetzt schaue ich mir das nochmal an. Ja. Schiebe es hier rein, lege es auf 30 cm. Wunderbar. Und dann schauen wir uns das mal an. Hier oben falte ich jetzt, weil die Seite sieht schöner aus, die hier, die ist so ein bisschen gewachst. Da falte ich oben so einen etwa einen Streifen von 2 cm, notfalls hier auf mein Raster legen, am Rand gerade, oben gerade und das Ganze nochmal. Dann ist die Kante oben schon mal ein bisschen stabiler und sie kann auch ein bisschen über meinen Karton rausreichen. Und unten siehst du, reicht es ohne Ende. Ja, und jetzt stempel ich einfach mal. Hier habe ich gestempelt, da hatte ich es schon aufgeklebt. Jetzt stempel ich vorher. Und zwar noch nicht so richtig einen Plan. Doch, ich mache das mal so. Keine Ahnung, wie es ausschaut. Aber ich habe jetzt mal Lust auf Sonnenblumen und die stempel ich mit Mangogelb. Ich mache das ruhig so, weil das ja gefaltet ist. Es gibt so einen leichten... Boah, das sieht cool aus, glaube ich. So, 4 Sonnenblumen, warum nicht? Keine Ahnung, wie das hinterher aussieht. Und dann haben wir hier die Blätter. Ich mache das jetzt auch mal in grün. Setze ich einfach irgendwie dazwischen oder ran. Wie auch immer. Weniger oder mehr. Jeder so wie er mag. Bei dem anderen habe ich nur ein bisschen Hintergrund gestempelt, aber hier, wie gesagt, ich bin ja ein Fan von Sonnenblumen. Hier sind die endlich mal wieder. Gut, mal sehen, was man am Ende davon sieht. Die Arbeitsfläche, genau. Ja, so, dann geht das so rum. Das ist klar. Das Ganze unten gegen, die Höhe ist auch schon klar. Wir können unten noch was abschneiden, müssen wir auch, und zwar etwa 2 cm. Machen wir jetzt mal einen Sparschnitt, indem ich das so zusammenfalte und hier unten einfach so ein Stück abschneide. Gut, und dann legen wir los und schauen mal, was passiert. Es ist auch noch ganz witzig, wenn das nochmal schön verkühlt ist. Warum nicht? Kann man machen, muss man nicht. Da wieder so, wie jeder möchte. So ein bisschen rumknüllen ist ja auch schön. Okay, dann ziehe ich hier meine doppelseitige Abreißklebeband, natürlich den Klebestreifen nur ab. Gleich oben und unten. Und setze das so an, dass mir oben die Kante verschwindet. Also minimal höher, vielleicht 1 mm höher. Und oben ziehe ich das ruhig recht fest, einmal drüber. Und genau hier drüben haben wir dann die Kante. Und hier ist noch ein Stück Schutzfolie drauf. Glaubst du, wie das passiert? Hier haben wir die Kante. Und hier stecken wir das drunter. Tatsächlich verschwindet das, die Naht. Und oben kleben wir das einfach fest. So, und jetzt drücken wir das unten auch an. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch einen Streifen Abreißklebeband. Ich weiß ja inzwischen, man kann den auch schneiden. Setzen wir hier ganz sauber an diese kleine Überlappung.
ziehen die Schutzfolie ab. Und kleben das oben schön fest. Hier stört mich das jetzt nicht. Ich könnte das natürlich auch noch mal kleben. Überlege ich gerade. Also kleben wir doch noch ein kleines Stück. Wir haben ja genug Klebeband. Setzen das hier zwischen und kleben das einmal drauf. Dann hält das und das ist die Rückseite. So, und hier hinten unten klappen wir das jetzt mal, wie man so ein Paket einpackt. Alles schön mit der Paketfaltung ineinander. Erste Runde. Du siehst, wenn das gerade gefaltet ist, verschwindet hier komplett alles und unten ist ein schöner Boden. Passt. Hier arbeite ich normalerweise mit Flüssigkleber, aber da ich jetzt wieder mehr so Klebehände hätte und ja noch fertig dekorieren möchte, machen wir das jetzt auch mit Abreißklebeband. Also erste Kante runter, zweite Kante drauf und hier klebe ich einfach nochmal mit Abreißklebeband gegen. Nummer 1 und Nummer 2. Abschneiden. Irgendwas immer. Ja, und dann ist schon unser Milchkarton versteckt, ohne dass ich da irgendwas abziehen musste. Aber unser Pflänzchen passt da super rein. Drücken wir auf. Nehmen das Pflänzchen, testen mal. Genau, so ein bisschen drücken. Eventuell haben wir ja auch noch einen kleineren Übertopf. Und das Pflänzchen sitzt schon mal drin. Das ist die Rückseite. Und dann mal hier ist vorne. Und hier können wir jetzt noch ein bisschen gestalten. Ja, also ich habe hier noch von meinem aus dem Garten noch so ein bisschen Band. Das würde ich auch mit verwenden. Das wickel ich da einfach drum. Und dann nehme ich mir einen Anhänger, so ein Tag hier. Und stempel mal drauf ein Dankeschön für deine Freundschaft. Das ist ja auch immer schön. Sorry. Und was nehmen wir? Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen bunt. Das ist gelb und grün, aber so viel sieht man gar nicht. Es sieht halt so einen schönen Schimmer. Gefällt mir schon ganz gut. Ich glaube, ich bleibe heute mal bei bunt. Ich mache jetzt ein Dankeschön für deine Freundschaft hier rein. Ja, super, sogar mal gerade. Und das werden wir gleich ans Bändchen mit anknüpfen. Machen wir schon. Hier sind so 2, 3 Schnüre. Könnten wir unten drum schlingen, oben drum, wie auch immer. Hier ist vorne. Hier wird das Bändchen. Also gibt es mal einen Knoten. Ich setze das mal so ein bisschen höher und werde jetzt einen Faden nehmen und das auffädeln. So. Und dann schlingen wir einfach Knoten drüber. Und das ist schon mal das erste. So sitzt das da dran. Und dann nehmen wir uns doch einfach noch ein Stück von unserer Verpackung, von unserer HelloFresh-Tüte und probieren mal darauf die Libelle zu stempeln. Warum nicht? Schön gerade streichen. Wir haben ja genug Papier, um das eventuell notfalls mehrfach auszuprobieren. Genau, da haben wir es. Und dann nehmen wir die Flügel von der Libelle, vorhin schon mal an den Arm gedrückt. Und blau haben wir noch nicht, also ein schönes Abendblau für die Flügel. Das ist so ein Stempel, der muss nicht 100% passen. Passt auch nicht. So, und in die Mitte, warum nicht, noch ein bisschen den Körper ausmalen. Mal gucken, ob wir die Flügel noch ein bisschen schillernder kriegen, indem wir in das Blau noch mal ein Rot reinstempeln. Warum nicht? Ja, das kann man machen. Das hat so einen wischigen Effekt. So, und dann stanzen wir das Ganze aus.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen speziell, aber auch das kriegen wir hin. Schön gerade ziehen. Hier sitzt die Libelle. Da ist sie. Und gucken wir uns das mal an, wie wir die hier einfach drauf bauen. So. Ich überlege gerade, wenn du mich fragst, kann man das so machen, aber man kann das auch lassen. Und man kann es ganz anders machen. Und zwar habe ich mehr Freude, habe ich gerade festgestellt, kann ja auch mal variieren, dass ich das hier auf einen weißen Karton, weil ich das Schild in weiß habe, und das Ganze nochmal mit Weiß praktisch arbeite. So, und dann gucken wir mal, und ich glaube, das hebt sich besser ab. Genau. So, das ist besser. Also, wenn wir das jetzt gestanzt kriegen. Moment. So. Und stanzen. Also auch hier müssen wir hinten nochmal ein bisschen gefummelt gerade schneiden und dann stanzen wir die Libelle aus. Perfekt. Damit komme ich besser mit der Libelle. So. Wir könnten natürlich nochmal aus dem Stempelset Wiesenruhe auch noch Pflanzen nehmen wie hier, aber ich lasse das mal so, ich will das ein bisschen verschieden haben. Also Stempelstanze klebe ich einfach nur die Libelle mit Abstandsklebepunkten auf und lasse das bei diesem Topf dann an dieser Stelle bewenden. Da fliegt er. Hier ist mein Knoten, den lasse ich so zur Seite weg, also lassen wir die Libelle hier unten fliegen. Dann schneiden wir nur noch die Enden ein bisschen willkürlich ab und dann haben wir den zweiten Topf fertig. Ja, also Ausgestaltung fällt hier bestimmt noch mehr ein, aber ich habe jetzt gedacht, mal schnell einen Übertopf und schon sieht das so gut aus. Mal sehen, da die andere Sache kommt, glaube ich, eine Pfefferminze rein. Da unten Kräuter in Hülle und Fülle und werde dann nachher mal verschenken. Jo, das war meine Idee für heute. Man hatte sich ja gewünscht, Stampin' Up und Upcycling. Das war eine erste Idee, beziehungsweise eine zweite oder dritte. Wir haben ja schon einiges gezeigt. Ja, falls es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und wenn du auf die Glocke neben dem Abo-Button klickst, dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alles Wichtige steht auch in der Beschreibung unter meinen Videos, Blog, Shop und News. Und hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.